Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir einen richtig tollen Bauerntopf. Ein tolles rustikales Gericht, das sich auch wunderbar als Partyrezept eignet. Es lässt sich gut vorbereiten und am zweiten Tag schmeckt es noch viel besser als am ersten. Wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich über ein Abo und ein Like von euch wirklich sehr freuen. Und wenn ihr keins meiner weiteren Rezepte verpassen wollt, dann aktiviert unbedingt die Glocke. Heute möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für über 500 Abonnenten. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Und die vielen Kommentare, die ich immer von euch bekomme, sind einfach wunderbar. Eine tolle Community. Vielen Dank nochmal. Ja, dann will ich euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Und dann würde ich einfach mal sagen, los geht's! Als erstes erhitze ich Butterschmalz in einem großen Topf. Ihr könnt aber auch ganz normales Öl nehmen. Zu dem Butterschmalz gebe ich jetzt eine in Streifen geschnittene Gemüsezwiebel und 2 klein gehackte Knoblauchzehen. Das Ganze lassen wir unterrühren, circa 2 bis 3 Minuten erst einmal schön anschwitzen. Jetzt brauchen wir ca. 750 Gramm Hackfleisch. Ich habe hier halb und halb genommen, da ich das am liebsten nehme. Ihr könnt es aber auch natürlich nur mit Rinderhackfleisch machen. Das wird mir allerdings immer persönlich ein bisschen zu trocken. Deshalb nehme ich immer halb und halb. Das Hackfleisch jetzt unter gelegentlichen Rühren so lange braten, bis es schön grau und krümelig geworden ist. Zum Hackfleisch geben wir jetzt ca. 1 Esslöffel frischen Thymian und 1-2 Rosmarin. Den lassen wir ganz, den nehmen wir am Ende später wieder raus. Und jetzt würzen wir unseren Bauerntopf. Ich gebe einen gehäuften Teelöffel Paprika edelsüß, weißen Pfeffer und ca. einen gehäuften Teelöffel Kurkuma dazu. Das Ganze rühren wir richtig schön gut durch, damit sich die Gewürze auch wirklich überall gut verteilen können. Als nächstes brauchen wir ungefähr 1 Kilogramm in grobe Stücke geschnittene Kartoffelwürfel. Die Kartoffeln habe ich diesmal nicht gewaschen, sondern die Stärke dran gelassen. Die Stärke sorgt später dafür, dass unser Eintopf nicht so flüssig wird und ein bisschen abgebunden ist. Die Kartoffelstückchen verrühren wir jetzt erst einmal gut mit unserem Hackfleisch. Nun gebe ich 2 gehäufte Teelöffel Kräutersalz an den Bauerntopf. Ich nehme hier das von Ankerkraut, da es mir sehr gut schmeckt. Ihr könnt natürlich auch normales Salz nehmen, aber ich finde Kräutersalz gibt dem Gericht einfach schönere Würze. Für den Sud rühre ich jetzt Gemüsebrühe an. Dazu gebe ich ca. 1,5 Esslöffel Gemüsebrühepulver auf 750 ml Wasser. Die Gemüsebrühe geben wir jetzt zu unserem Eintopf dazu. Zum Bauerntopf gebe ich jetzt noch ein halbes Paket passierte Tomaten. In das Paket gebe ich dann immer noch ein bisschen Wasser, um den Rest der passierten Tomaten noch herauszubekommen. Alles gut miteinander verrühren und circa für 30 Minuten leicht köcheln lassen, damit die Kartoffeln schön gar werden. Zwischendurch immer mal wieder umrühren, damit auch nichts unten ansetzen kann. Und nach 30 Minuten einmal schauen, ob die Kartoffeln schon schön gar sind. Jetzt geben wir in Streifen geschnittene Paprika dazu. Ich hatte hier noch tiefgefrorenes. Wenn ihr frisches nehmt, nehmt am besten so einen Paprikamix. Dann wird es auch schön bunt. Dann gebe ich noch eine Schale klein geschnittenen Porree dazu. Auch der ist hier bei mir tiefgefroren. Ansonsten würde ich sagen, so eine halbe Stange reicht vollkommen aus. Das Ganze jetzt schön miteinander verrühren. Dann nehmen wir erstmal unseren Rosmarinzweig raus. Der hat jetzt seinen ganzen Geschmack an unser Gericht abgegeben. Jetzt wird es Zeit, einmal zu probieren, ob die Kartoffeln auch schön weich sind
und was wir noch so an Gewürzen brauchen. An den Bauerntopf gebe ich jetzt noch ein bisschen gemahlenen Koriander, so circa 1 Teelöffel und 2 Teelöffel Salz. Dann nochmal durchrühren und natürlich abschmecken. Gegebenenfalls müsst ihr dann jetzt noch einmal nachwürzen. Das Ganze für circa 5 Minuten nochmal gut durchköcheln lassen. Was ist denn eigentlich so euer Lieblingseintopf? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Zu dem Bauerntopf würde jetzt super noch ein leckeres Baguette passen. Schaut gleich gerne einmal im Abspann, da verlinke ich euch mein selbstgemachtes Baguette. Und hier ist er auch schon, unser super leckerer Bauerntopf mit Kartoffeln, Gemüse, Hackfleisch, was will man mehr? Ein tolles Rezept, das auch noch partytauglich ist. Ich hoffe, mein Rezept hat euch heute auch wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!